Ihr wollt eure eigenen Rezepte verwalten? Dann ist Mealy das richtige Programm für euch. Heute zeige ich euch, wie ihr Mealy auf euren eigenen Server aufsetzt. Bevor wir starten, könnt ihr auch auf mealy.io zur Live-Demo navigieren und hier schauen, ob dieses Programm das ist, was ihr euch davon erhofft. Hier könnt ihr euch anmelden mit changeme@example.com und dem Passwort mypassword. Und dann landet ihr in einer Demo-Oberfläche und seht hier, ihr könnt hier Rezepte erstellen, dann die Rezepte suchen, ihr habt einen Essensplaner, ihr habt eine Einkaufsliste, einen Zeitstrahl und könnt verschiedene Kochbücher erstellen. Was wir dafür brauchen, ist ein Server und im besten Fall eine Domain. Und diese Domain sollte auf den Server zeigen. Ich öffne ein Terminal und pinge meine Domain an mit ping. Die Domain, die ich benutzen möchte, ist rezepte.pixam.de und ich sehe hier, die IP-Adresse entspricht der IP-Adresse meines Servers, also kann ich mit der Einrichtung anfangen. Falls ihr Schwierigkeiten mit dem Terminal und den Befehlen habt, könnt ihr euch gerne mein anderes Video zu den wichtigsten Terminal-Befehlen angucken. Ebenso habe ich ein Video zum ersten Aufsetzen eines VPS. Ich habe mir bereits ein VPS gemietet. Das heißt, ich kann mich jetzt mit diesem VPS verbinden. Dafür kann ich entweder das Terminal benutzen oder ich kann das Ganze auch in VS Code machen. Und in VS Code drücke ich hier auf dieses Zeichen und drücke auf Connect Current Window to Host. Und hier könnte ich eingeben deployen, so heißt der Benutzername auf meinem Server und die IP-Adresse des Servers. Hier bestätige ich den Fingerprint. Jetzt muss ich mein Passwort eingeben und ich drücke hier auf Open Folder und ich öffne das Heimverzeichnis von meinem Benutzer deployen und ich muss nochmal das Passwort eingeben und jetzt kann ich im Terminal Befehle an den Server senden, wie zum Beispiel sudo apt update und auch sudo apt upgrade. Das erste, was wir installieren wollen, um die Einrichtung einfach zu gestalten, ist Docker. Dafür suchen wir nach Docker Engine Install und öffnen die Dokumentation von Docker. Ich habe hier jetzt in diesem Fall einen Ubuntu-Server, also suche ich auch nach der Anleitung, wie man das auf einem Ubuntu-Server installieren kann. Und hier gehe ich zu dem Punkt Install using the apt repository und kopiere mir hier diesen Codeblock, füge ihn in mein Terminal ein und führe das Ganze aus. Jetzt mache ich das Ganze auch noch mit diesem Befehl hier. Den füge ich ein und führe ihn aus und bestätige das Ganze mit Y. An dieser Stelle sollte ich jetzt einen Server haben, wo Docker installiert ist. Das heißt, ich kann eingeben Docker --Version. Und ich sehe jetzt hier, ich habe die Version 28.2.2 installiert. Genauso kann ich eingeben Docker Compose und dann Version und ich sehe, ich habe die Version 2.36.2. Als nächstes kann ich mit der Einrichtung von Mealy beginnen. Das heißt, ich gehe zu Mealy und hier in die Dokumentation und kann mir hier angucken, wie ich das Ganze installieren kann. Hier gibt es prinzipiell zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal Mealy aufsetzen mit einer SQLite-Datenbank, dann ist die Datenbank integriert in den Mealy-Daten, oder wir können eine separate Datenbank benutzen, und zwar eine PostgreSQL-Datenbank. Da wir Docker Compose benutzen, ist es für uns nicht so schwierig, eine separate Postgres-Datenbank zu benutzen. Ich nehme jetzt hier PostgreSQL und das heißt, ich kopiere mir hier diesen ganzen Befehl und hier erstelle ich mir den Ordner Mealy. Ich sehe jetzt hier den Ordner Mealy und im Ordner Mealy erstelle ich eine compose.yaml und jetzt sehe ich hier, ich habe eine compose.yaml und ich erstelle mir auch noch den Ordner db und den Ordner Data.
im Ordner Mealy. Jetzt habe ich hier am Ende einen Ordner Mealy und in dem Ordner Data, DB und die Compose.yaml. Die Compose.yaml öffne ich und füge den Inhalt ein, den ich von hier kopiert habe. Jetzt gucken wir uns an, woraus die Compose.yaml besteht. Ich habe hier einmal ein Image von Mealy, was definiert wird. Und zwar wird hier Version 2.8.0 installiert. Ich kann hier zu GitHub gehen und sehe hier in den Packages, was für Packages mir zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe hier das Package Mealy und ich sehe hier die verschiedenen Versionen. Also es gibt zum Beispiel die Version Nightly, die ist 3 Tage alt und die befindet sich auch in der Demo. Aber es gibt auch die Version 2.8.0 oder 2.7.1. Hier ist standardmäßig 2.8.0 gewählt und das lasse ich auch da. Was ihr beachten müsst ist, wenn ihr hier zu Mealy geht, seht ihr hier die Releases. Und wenn ihr die ganze App updaten wollt, müsst ihr hier diese Version ändern, dann gucken, ob hier irgendwie was drinsteht, an euren Einstellungen verändern müsst, damit das Ganze läuft. Das sollte für gewöhnlich nicht der Fall sein, aber wenn hier diese 2 zu einer 3 wird, dann solltet ihr definitiv in die Releases gucken und hier schauen, ob hier irgendwie was steht, dass ihr irgendwas grundsätzlich anders machen müsst. Ich finde hier insbesondere der Changelog ist sehr schön gestaltet, wirkt alles sehr aufgeräumt. Wenn ihr Mealy aufsetzt, dann könnt ihr natürlich nicht nur einen VPS nutzen, sondern auch einen Raspberry Pi. Als ich das letzte Mal Docker Compose auf meinem Raspberry Pi genutzt habe, hatte ich das Problem, dass das irgendwie mit Deploy nicht kompatibel war. Falls ihr, wenn ihr das startet, einen Fehler bekommt, dass hier Deploy nicht supported ist, dann nehmt ihr einfach diesen kompletten Block und löscht ihn. Was dieser Block macht, ist, dass der Container Mealy höchstens 1 GB RAM benutzen darf. Das heißt, selbst wenn irgendwas schieflaufen sollte und der Container auf einmal zu viel verbrauchen möchte, dann ist er begrenzt auf 1 GB. Und so sorgt man dafür, dass andere Container nicht mit ihm zusammen abstürzen und der ganze Server lahmgelegt wird. Dann sehe ich hier, es gibt ein Volume. Und zwar wird hier ein Named Volume benutzt. Das heißt, Docker kümmert sich um das Volume und packt es hier in das Volume Mealy Data. Das möchte ich so nicht benutzen. Was ich stattdessen mache, ist es in einen Bindmount zu verwandeln. Ich gebe hier einen Punkt und Slash Data und das heißt, alles was im Container unter App Data gespeichert wird, landet hier dann in diesem Ordner Data. Genau das gleiche mache ich auch hier bei den PG-Data. Hier gebe ich einen ./db und das sorgt dafür, dass alles, was im Container unter varlib PostgreSQL Data gespeichert wird, bei mir hier in diesem Ordner db landet. Was ich hier auch machen kann, ist Postgres in der Version 17 zu benutzen, dann muss ich das später auch nicht anpassen. Wenn ich Pech habe, dann ist Postgres Version 17 nicht mit Mealy kompatibel, aber diese Gefahr gehe ich jetzt mal ein. Diese Volumes hier, die lösche ich, weil ich sie nicht brauche. Und hier würde ich den Container nicht Postgres nennen, sondern irgendwie sowas wie Mealy Postgres, damit ich dann eindeutig identifizieren kann, dass es sich um einen Container für Mealy handelt. Was kann ich noch ändern? Hier bei den Ports kann ich die linke Zahl ändern, falls der Port 9925 bereits in Verwendung ist. Dann kann ich das hier ändern auf 9924 oder 23 oder was auch immer ich hier gerne hätte. Bei der Timezone kann ich die Zeitzone ändern. Ich ändere sie in meinem Fall zu Europe Berlin, da ich in Deutschland bin. Allow Sign-up lasse ich auf False. Die Personal User ID und die Personal Group ID kann ich herausfinden, indem ich im Terminal eingebe ID. Und ich sehe hier bei mir, hat Deploy die User-ID 1000 und die Gruppen-ID 1000. Das heißt, ich kann hier diese 1000 in meinem Fall lassen. In eurem Fall müsst ihr natürlich nachgucken, was euer Benutzer für eine ID hat. Bei der Base-URL sollte ich das auf die URL ändern, die ich am Ende benutzen möchte. Also ich möchte rezepte.pixam.de am Ende des Tages haben, aber erst einmal nutze ich das nicht und von der Einrichtung her war das schon alles.
Jetzt gehe ich hier wieder in mein Terminal. Ich bewege mich in den Ordner Mealy und jetzt im Verzeichnis Mealy gebe ich ein sudo docker compose up-d. Und jetzt werden die Images heruntergeladen und die Container werden jetzt gestartet. Das heißt, hier wird gerade ein Health Check durchgeführt und sobald der erfolgreich ist, müsste auch der Mealy-Container dann auch starten. So, jetzt ist das Ganze gestartet. Jetzt rufe ich die IP-Adresse meines Servers auf und den Port 9925. Und hier sehe ich, dass ich mich bei Mealy anmelden kann. Das heißt, ich gebe hier den Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort ein, drücke auf Anmeldung, kann hier eine Sprache auswählen und kann jetzt hier ein Benutzerkonto erstellen. Und hier drücke ich jetzt auf Weiter und ich wähle nicht öffentlichen Zugang aktivieren, außer ich möchte das machen. Musterdaten kann ich hier hinzufügen und ich drücke auf Absenden. Jetzt ist meine Einrichtung abgeschlossen. Ich kann hier eine Datenmigration durchführen, Rezepte übertragen, Rezepte erstellen, Benutzer verwalten. Wenn ich hier auf Benutzer verwalten drücke, dann sehe ich hier, es gibt hier nur einen Account und ich könnte jetzt hier weitere Personen hinzufügen und sie einer bestimmten Gruppe hinzufügen. In meinem Fall gibt es momentan nur Home. Dann kann ich hier auch Berechtigungen setzen, von wegen, ob Benutzer in andere Gruppen einladen kann oder Gruppen verwalten kann oder den Haushalt verwalten kann und so weiter. Ich sehe hier in der Anleitung auch, es gibt hier eine Backend Configuration. Das heißt, in meine compose.yaml kann ich in die Environment hier verschiedene Umgebungsvariablen hinzufügen. Und diese Umgebungsvariablen, die finde ich hier. Und zwar auch mit der Standardvariable, die dann angewendet wird, wenn ich sonst nichts eingebe. Das heißt, momentan ist mein Daily Schedule Time um 23:45 Uhr. Man darf sich 5-mal höchstens versuchen anzumelden, sonst wird man ausgesperrt. Und was hier halt wichtig ist, wenn ihr SMTP-Daten habt, solltet ihr sie hier angeben, also mit SMTP-Host und SMTP from Name, User und Passwort, damit Mealy E-Mails versenden kann. Falls ihr das nicht habt, lässt sich das aber natürlich trotzdem benutzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier zu Mealy und ich sehe, ich habe keine Rezepte. Dabei dachte ich, ich hätte gewählt, dass ich hier Beispieldaten haben möchte. Anscheinend hat es nicht geklappt. Ich gehe hier nochmal in die Einstellungen und ich sehe hier bei den Einstellungen, Mealy befindet sich auf dem neuesten Stand. Ich habe keine sichere Webseite, dafür bräuchte ich HTTPS. LDAP, OECD sind nicht eingerichtet, OpenAI auch nicht. Ich frage mich hier ein bisschen, wofür OpenAI gut sein soll. Hier kann man OpenAI in Mealy hinein integrieren. Natürlich lässt sich hier auch Ollama nutzen, falls man das lieber möchte. Und ich gucke mir jetzt die OpenAI-Integration an. Mit OpenAI ist es wohl einfacher möglich, Rezepte in seine Instanz hinein zu kopieren. Ehrlich gesagt habe ich Mealy noch nie wirklich benutzt, deshalb kenne ich mich mit den OpenAI-Funktionen nicht aus. Was ich jedenfalls machen kann, ist hier jetzt wieder zurückzugehen und ich kann ein Rezept erstellen. Ich kann entweder ein Rezept importieren von einer Webseite oder ich erstelle ein Rezept manuell. Das heißt, wir versuchen das jetzt mal. Ich suche nach einem New York Cheesecake und ich wähle jetzt hier diese Seite aus für den unglaublich cremigen New York Cheesecake und ich kopiere mir die URL und ich importiere sie hier rein und drücke Erstellen. Und jetzt sehe ich hier in meiner Instanz, dass ich das Rezept für den unglaublich cremigen New Yorker Cheesecake habe.
Und hier sehe ich, was ich alles für ihn brauche. Und hier sehe ich die einzelnen Zubereitungsschritte. Also hier Schritt 1 Kekse zerbröseln, Schritt 2 irgendwas glatt rühren, dann alles miteinander vermischen und dann über Nacht auskühlen lassen. Ich kann auch in den Kochmodus wechseln, dann ist das alles übersichtlicher gestaltet. So würde es dann auf meinem Handy aussehen. Ich sehe dann die Zutaten und hier sehe ich dann die einzelnen Schritte und kann sie für mich abhaken. Und wenn alle fertig sind, ist der Kuchen halt fertig. So, jetzt habe ich hier dieses Rezept. Ich kann dieses Rezept zu meinem Essensplan hinzufügen. Das heißt, ich drücke jetzt mal drauf und sage, ich möchte den Kuchen gerne essen am 19.06. und zwar zum Abendessen. Das bestätige ich und jetzt sehe ich im Essensplaner am 19.06. ist hier zum Abendessen dieser Kuchen. Und was ich auch machen kann, ist hier jetzt auf dem 19. Juni auf diese 3 Punkte zu gehen und das Ganze zur Einkaufsliste hinzuzufügen. Es wurde keine Einkaufsliste gefunden, also erstelle ich erstmal eine Einkaufsliste. Die Einkaufsliste nenne ich Einkaufsliste. Jetzt gehe ich wieder in meinen Essensplaner und füge das zur Einkaufsliste hinzu. Und jetzt sehe ich in meiner Einkaufsliste all die Sachen, die ich für diesen Kuchen brauche. Ich kann auch ein Rezept selbst erstellen für eine Dill-Suppe und jetzt kann ich hier auswählen, wie viele Portionen, wie lange das Ganze dauern wird, eine Beschreibung, ein Bild. Ich kann hier die einzelnen Zutaten hinzufügen und ich kann auswählen, ob das ein öffentliches Rezept ist. Ich kann die Nährwerte anzeigen. Ich kann Anhänge anzeigen, Kommentare anzeigen. Das heißt also, hier kann ich jetzt sagen, wie viele Kalorien hat das Ganze und was brauche ich alles dafür. Und hier kann ich dann die einzelnen Schritte hinzufügen und kann hier auch Schlagworte hinzufügen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, diese Suppe ist vegan. Und dann speichere ich das. Und jetzt habe ich bei den Rezepten hier diese Suppe und sehe auch das Schlagwort vegan. Und jetzt können andere Menschen kommen und hier das Ganze kommentieren. Und wenn ich die Suppe zubereitet habe, kann ich hier auf den Kalender drücken und sagen, ich habe die Suppe zubereitet. Und könnte hier auch ein Bild hochladen. Und dann sehe ich das Ganze in meinem Zeitstrahl. Das heißt, ich sehe jetzt in meinem Zeitstrahl, ich habe ein Rezept erstellt, ich habe noch ein Rezept erstellt und ich habe es gemacht. Und hier habe ich die Dill-Suppe gemacht und jetzt kann ich ihr auch noch eine Bewertung hinzufügen. In meinen Kochbüchern kann ich ein Kochbuch erstellen. Ein Kochbuch ist einfach ein Filter. Das heißt, ich kann hier einstellen, dass hier all meine Rezepte nach bestimmten Sachen gefiltert werden, also zum Beispiel nach Schlagworten oder nach Kategorien. Wenn ich hier sage Schlagworte ist zum Beispiel vegan, dann speichere ich das Ganze und dann habe ich ein Kochbuch, das war das Family Kochbuch 1 gerade, wo alle Rezepte drin sind, wo der Zusatz hier vegan ist. Aber wie ihr gesehen habt, es gibt natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Ich kann hier bestimmte Zutaten auswählen, Utensilien, Haushalte, Erstellungsdatum und so weiter. Genauso kann ich bei der Rezeptsuche nach bestimmten Sachen suchen, also zum Beispiel bestimmte Lebensmittel, die ich benutzen möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel Eier und dann ist halt die Frage, was kann ich damit zubereiten? Und die Antwort ist gar nichts, weil ich dafür noch kein Rezept eingestellt habe. Ich kann hier Kategorien anlegen und dann halt das Ganze in meinem Essensplaner auch noch planen. Und an sich ist es, glaube ich, eine sehr praktische Sache, insbesondere wenn man mit mehreren Leuten zusammen an einem Kochbuch arbeiten möchte. Was ich jetzt noch als letztes zeigen möchte, ist, wie man das Ganze über HTTPS zum Laufen bekommt. Dafür brauchen wir irgendeinen Reverse Proxy. Ihr könnt prinzipiell jeden benutzen.
Ich habe auch ein Video, wo ich die Performance von ein paar Reverse Proxies verglichen habe. Ich möchte jetzt in diesem Video Caddy nutzen, weil das sehr einfach einzurichten ist. Dafür erstelle ich mir hier den Ordner Caddy und im Ordner Caddy erstelle ich mir den Ordner Config, beziehungsweise bevor ich das hier weitermache, ich gehe zu meinem Blog und gucke mir irgendeinen Artikel an, wo ich Caddy benutzt habe, zum Beispiel bei Nextcloud. Da suche ich hier nach. Ich habe den Ordner Data. Und Config. Und ich habe hier auch noch eine Compose.yaml. Und in die Compose.yaml füge ich diesen Inhalt hier ein. Und was ich jetzt mache, ist auszuführen sudo docker network create proxy. Damit habe ich ein Proxy-Netzwerk erstellt. Und zwar das, was hier benutzt wird. Und jetzt brauche ich auch noch eine Caddy-File. Und in die Caddy-File schreibe ich rein meine Domain rezepte.pixam.de. Und jetzt nehme ich geschwungene Klammern und schreibe rein reverse-proxy. Dann den Container, auf den ich den Reverse Proxy anwenden möchte. Das heißt, mein Container heißt hier MIDI. Und hier ist jetzt wichtig, ich nehme nicht diesen Port, sondern den hier. Ich brauche die 9000 und das speichere ich ab und ich starte jetzt hier Caddy. Das heißt, ich bewege mich in den Ordner Caddy und führe aus sudo docker compose up-d. Jetzt wird das Image heruntergeladen, der Container ist gestartet. Ich gehe jetzt wieder in den Ordner Mili und führe hier aus sudo docker compose down. Jetzt wird der Container gestoppt und entfernt. Und jetzt lösche ich hier diese Ports. Was ich stattdessen mache, ist hier oben einzugeben Networks, und zwar das Network Internal, und dann gebe ich ein External False und dann das Netzwerk Proxy und das ist External True. So, das behalte ich jetzt so. Jetzt füge ich hier unten an den Service noch ein Networks Internal und Proxy. Und an den Postgres-Service füge ich noch das Netzwerk Internal ein, ohne Proxy. Das speichere ich jetzt ab. Und jetzt führe ich wieder aus sudo docker compose up-d. Die Container sind wieder gestartet. Jetzt versuche ich die Seite neu zu laden und ich merke, es funktioniert nicht. Was ich stattdessen machen muss, ist jetzt hier zu rezepte.pixam.de zu gehen. Und jetzt lande ich wieder auf meiner Seite. Und ich kann mich hier anmelden, finde immer noch meine Rezepte und sehe jetzt hier auch in den Einstellungen, ich habe eine sichere Webseite und es gibt eine serverseitige Basis-URL. Jetzt kann ich hier auf Sicherung gehen und eine Sicherung erstellen. Jetzt habe ich hier eine Sicherung, die ich herunterladen kann. Später kann ich dann aus einer Sicherung wiederherstellen. So muss ich mich nicht irgendwie auf meinem Server darum kümmern. Und das war eigentlich das Wichtigste, um euer Mili aufzusetzen. Falls jetzt eine neue Version von Mili herauskommen sollte, müsst ihr hier in die Docker Compose YAML gehen, hier diese 2.8.0 zum Beispiel auf 2.9.0 zu ändern, die Datei abzuspeichern, dann im Mili-Verzeichnis einzugeben sudo docker compose pull. Das wird in diesem Fall nicht klappen, weil diese Version gibt es nicht. Dann müsstet ihr einmal down ausführen und dann nochmal up-d. Und ihr hättet dann das neue Mili. Das heißt, ein Update ist mit Docker sehr einfach zu bewerkstelligen. Genau das gleiche könnt ihr auch bei Caddy machen. Hier ist die Version 2 momentan festgelegt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsrezept ist.
Schreibt aber auch in die Kommentare, falls irgendwas unklar geblieben ist oder ihr andere Wünsche habt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.